Aktion. Das geht noch bis nächstes Wochenende. Das machen wir im nächsten Stream. Farusa. Ah ja, da gibt's auch was. Oh, das ist ja schön. Spiralförmiges Duett. Achso, das sind verschiedene Dinger, die verschiedenen Embleme. Von den verschiedenen Klassen, was da sind. Messestände. Oh, ich habe das Sternencollagen, Nicole. Alter, ich habe ja nie lang gebraucht. 19 Sekunden, 46, 44, 45. Nur hier 1 Minute 15, aber das war auch ein bisschen schwer, das letzte. Wegplanung. Suche nach der Wahrheit ist ziemlich für den Eimer, habe ich gar keinen Bock drauf. Da oben. Schauen wir jetzt erstmal die Minigames noch oder machen wir die Story erst weiter? Wir machen jetzt das eine Minigame und dann geht's mit der Story gleich weiter. Weil das Wichtigste ist momentan, dass wir die Story abschließen, damit ich die habe. Daher, irgendwas Institut, bist du wegen der Akademiemesse hier. Wegplanung. Was meinst du, möchtest du das ausprobieren? Konzentriert sich auf Forschungsschwerpunkt des Instituts liegen im Bereich der Vorrichtungen der Architektur. Zum Thema, um diese Akademiemesse teilzunehmen, arbeiten viele Studenten unseres Instituts zusammen. Hier war das Vergnügungsprojekt Wegplanung entwickelt. Vereinfacht gesagt, wir müssen Spieler mit den verschiedenen Gegenständen bauen, die wir vorbereitet haben. Man kann alles mögliche bauen, Brücken, Treppen und so weiter. Das Ziel ist es, einen Weg zu schaffen, auf dem die Leute reisen und ihr Ziel erreichen können. Ach, das ist sehr cool. Klingt aber kompliziert. Ha, keine Sorge, es ist nicht so schlimm. Warum muss vom Wegplan und muss die Konstruktionspunkt ausgeben, um einen Weg zu errichten. Teste dann den Testmodus. Okay. Ja, wird schon irgendwie funktionieren. Alles kostet irgendwas und ich muss halt hinkommen. Na? Ach so. Was habe ich denn da alles? Kann ich das nutzen? Nee. Das war jetzt das dann zum Überfliegen. Achso. Okay. Ah, okay, vor jedem habe ich nur so und so viel. Wie soll ich denn da hochkommen? Keine Ahnung. Speichern. Schauen wir doch mal.
Ich kann mich da schon festhalten, oder? Ja. Alter, da komme ich nicht mal hoch. Ah. Gerade so. Ja gut, wenn ich hochklettern kann, dann ist ja das easy. Nonplusultra. Geht eigentlich, ne? Aber ein bisschen langgezogen, aber jetzt wo ich weiß, dass man einfach hochklettern kann. Wenn eine Konstruktion kreisförmig und allmählich ansteigend angeordnet. Ach so, ja, okay. Also ich bin hier. So, dann müsste ich eigentlich... So, hier, dann komme ich dahin. Muss ich da nicht eigentlich nur so ein Ding hier ersetzen und bin dann fertig? Ich meine, nachdem ich jetzt weiß, dass ich klettern kann, ist ja das eigentlich nichts Besonderes. Ich meine, das ist hier sogar so nah, dass ich einfach draufklettern kann. Oh, die Energie regeneriert sich aber auch sau langsam. Ja, das könnte jetzt knapp werden. Da hätte ich noch was machen sollen. Alter! Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße. Okay, eins hätte ich noch machen sollen. Hä, warte, mehr ist das nicht? Dann muss ich bloß so ein Dingbild hinstellen, fertig. Na, go. Jetzt. Weil da kommst du dann überall hin. Hä? Wow. Ja, das ist jetzt bloß, weil sie irgendwie nicht springen wollte wegen der Kante. Eigentlich hätte ich nur, ja. Und das da unten ist eh voll easy. Krieg ich 3 Punkte? Ja. Weiterbauen. Das ist das zweite, oder? Oh, ne. Dass diese eigentlich nie schaffen, dass du da einfach weitermachen kannst. Bloß bei so Rätseldingern oder sowas, wie jetzt das mit den Sternen oder den Lampen. Sonst ist das immer irgendwie so, ja, geh raus und geh wieder rein ins nächste. Sieh das mal so unnütz, ey. Jetzt schauen wir gleich, ob wir so ein Springding haben und dann ist die Sache doch schon gelaufen. Sei doch.
So. Passt. Jetzt müssten wir eigentlich überall hinkommen, oder? Vielleicht machen wir hier noch was hin. Nee, so ungefähr. Wegen, dahin. Fertig, mehr muss ich doch gar nicht machen. Ich meine, du kannst jetzt natürlich voll die Konstruktion machen, aber... Hä, ich kann doch nicht hoch! Ist das im Weg, oder was? Scheiße. Das war verdeckt, oder? Ah, okay, nee, ich war das zu weit, nicht weit. Zu weit weg. Oh. Das ist weiter weg, als ich dachte. Ja, aber das sind halt nur kleine Gadget-Spielchen. Fertig. Jetzt können wir dann mit der Story weitermachen. Herausforderung beenden. Von warum soll ich weiterbauen? Es gibt ja keine Zeitbeschränkung oder so. Nicht mehr als 16, 12 oder 800. Alter, ich habe nie mehr als 300 gebraucht. Wie viel haben wir jetzt schon? 900 von 18. Ja, dann warten wir wieder einen Tag, oder? War das nicht so? Oder habe ich nicht eh schon einen Tag gewartet? Indem ich das Spielchen gespielt habe. Bom, bom. So. No? Es hakt. Was soll das? Der ganze PC hakt. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich versteht. Jetzt. Ein FPS hat man gerade. Aufträge. Warte, was? Astbeschwörer Band 2? Das ist nicht euer Ernst, dass wir dann irgendeine Drecks... wenn da nicht jemand ist, den da dringend irgendwie gebraucht wird, ne, dann flippe ich aus. Weil, Alter, wenn mich Genshin an 1 ankotzt, dann ist das Zeug. Nur weil der Typ hier steht? Wie kann das nur passieren? Was ist mit dir los? Wenn ein Roman nicht einmal, Team das genial Beschwörung arbeitet, hält wohl nicht mehr länger durch. Ja, komm, interessiert mich ein Scheißdreck, Alter. Was möchtest du tun? Und du wirst... im Kaffee auszutreffen. Herrn Sino im Kaffee, ich kann dir helfen. Ich kenne Sino ziemlich gut. Toll. Oh, fuck, Alter. Da ist der Charakter weg, ne? Oh, Alter, ich wollte doch das heute nur schnell mal durchziehen und da kommt so ein Dreck wieder, ey. Dass die so einen Mist überhaupt machen. Ich meine, ist doch scheißegal, wenn der irgendwo in einer anderen Quest ist. Machen kurz unsichtbar, solange die Quest läuft und fertig ist die Sache. Ich
Solche Spiele wie WoW schaffen es, ein ganzes Gebiet einfach unsichtbar zu machen oder sonstige Sachen oder dass halt alles so laufen kann, wie sie wollen. Ist das nicht Tersaino? Das Outfit, seine Frisur und seine Haarfarbe an, genauso soll dein Protagonist in einem Kartenroman aussehen. Wenn das der Fall ist, kenne ich tatsächlich viele solcher Leute. Wirklich, das ist toll. Ich arbeite derzeit am dritten Werk von Asp Beschwörer und diesmal werde ich es nicht auf Spielmechanik von Genial Beschwörung aufbauen. Ganz neue Art des Spielens erschaffen, zum Beispiel alle Karten auf dem Spielfeld hängen in der Luft. Die Spieler müssen während des Spielens ständig neue Karten sammeln und gleichzeitig Gegner daran hindern, die Karten zu sammeln. Haha, ich werde aufgeregt, wenn ich nur daran denke, aber das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu diskutieren. Hilf mir, lass mich Casino ein Modell für meinen Roman sein, ich zähle auf dich. Alter, der wird ausflippen. Kartenkombination ist vielleicht nicht schlecht. Diese Karten sind nicht stark genug, um mit schnellen Angriffen fertig zu werden. Was magst du hier, Sino? Ja, ich hatte nicht erwartet, dich hier zu treffen. Ich habe gerade mal entdeckt, von Geniale Beschwörung mit einer relativ langsamen Angriffsgeschwindigkeit zu bauen. Mein Plan ist, dass Spieler, die dieses Deck verwenden, eine Fülle von Ressourcen und viele mächtige Karten zum Spielen haben werden. Aber um ehrlich zu sein, ist es ziemlich schwer, so ein Deck zu bauen. Derzeit sieht es einige Spieler von Geniale Beschwörung vor, Karten mit schnellen Angriffsgeschwindigkeit zu verwenden. Zu Beginn des Spiels spielen sie viele Karten auf einmal, um ihren Gegner blitzschnell zu besiegen. Diese Taktik ist nicht mein Stil, ich ziehe es vor, Ressourcen auf verschiedene Arten fortlaufend anzusammeln. Jede mögliche Gelegenheit zu nutzen, meinen Vorteil ständig aufzubauen und schließlich den letzten Sieg zu erringen. Das ist genau wie die Protagonisten in meinem Roman. Ich bin... Das ist der Autor von Asp-Beschwörer. Hallo Mahamadra, also ich glaube, du kennst mich nicht, aber... Ich habe deinen Roman gelesen, er ist sehr gut. Oh, ich fühle mich so geehrt. Immer wenn der Protagonist diesen neuen Nachteil ist, schafft er es auf verschiedene Weise, eine Karte zu bekommen, die nicht in seinem Deck ist und besiegt dann seinen Gegner. Tiefen Eindruck hinterlassen. Ich verstehe, dass das Schreiben von Romanen einen kreativen Ansatz erfordert, aber diese Gewinnmethode widerspricht der grundlegenden Mechanik von Geniale Beschwörung. Also was das angeht, obwohl ich Geniale Beschwörung viel spiele, bin ich nicht sehr gut darin. Gerade weil er mit seiner wettbewerbsorientierten Denkweise schreibt, ergibt es keine interessante Geschichte. Ist das so? Nun, ich habe gerade 2 Decks zusammengestellt, also können wir hier ein paar Runden Geniale Beschwörung spielen. Vielleicht findest du ja hier Inspiration. So typisch einfach Karaten spielen. Mit dir, ich würde gerne aber über Fukumotos bitte. Du hast Sinos Fukumotos bitte erzählt. Du bittest mich für die Illustration in Asp-Beschwörer-Modell zu stehen, das ist sicher kein Problem. Reise schnell, hilf mir ein paar Fotos zu machen. Fertig. Du hast schnell mehrere Fotos von Sino gemacht. Sehr geholfen. Ich bin sicher, dass Fräulein Asagiri großartige Illustrationen machen wird. Vielen Dank, Herr Sino. Sobald der Roman erscheint, schicke ich dir auf jeden Fall ein Exemplar. Sind die 2 Decks in deiner Hand sind? Ich habe vorher versprochen, ein paar Runden Geniale Beschwörung mit mir zu spielen. Ich bin nicht sehr gut darin. Also, Reisender, du spielst besser. Du spielst besser als ich. Gut, also ist abgemacht. Hier, nimm dieses Deck mit schnellen Angriffen. Ich kann mit relativ langsamer Geschwindigkeit verwenden. Mal sehen, wie ich mit deinem schnellen Angriffen umgehen kann. Bestes tun, Herr Sino. Ist die Mission zu Ende? Oh, Gott sei Dank. Besuch der Stände auf der Akademie. Hä? Verdacht erregen. Ach so. Gott sei Dank. Gut, dass das bloß eine kurze Story war, Alter. Jetzt dachte ich schon. Wahrscheinlich hätte ich eine Runde mit ihm spielen können oder so, aber nee. Ich bin kein Fan davon. Ich muss zugeben, mir ist es zu langsam. Mit diesen erst Würfeln und dann dies und dann das und keine Ahnung. Da ist es mir lieber, wenn du einfach Karten ausspielst. So zack, 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 zack. Dann der andere zack, 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 zack. It feels like something's been on your mind this entire time. Der weißhaarige Mann, der vor Beginn des Wettkampfs gesehen wurde. Das geheime Gespräch, das ich nach dem Ende der ersten Runde gehört habe. Weiß ich mal. Traveler, Paimon. I finally found you. Finally? Did something happen? Don't you feel like there's something off about this year's Academia Extravaganza? When Candace and I were at the cafe earlier, we might have caught sight of some mercs on business. Thing is, they were disguised as tourists here to shop. But no disguise can mask the stench of blood. Just from their suspicious looks, I bet they do dirty work like kidnapping or assassinations. We eavesdropped on them for a while. Their target seems to be someone called Sachin. Sachin? Isn't that the person who Karina mentioned during the opening ceremony?
He's apparently the sponsor behind the competition prizes and the Diadem of Knowledge, but he hasn't shown himself at all. Sounds like a rich person, all right. It makes sense now. The Eremites have been struggling to make ends meet recently, so a lot of groups have been doing private work that involves the rich. In their words, one gig sets you up for half a year. Just one job like this nets them enough mora to take it easy for a while. The extravaganza has brought many tourists to Sumeru City all at once, so it's likely that they took advantage of the bustle to sneak in. Dia and I wanted to directly capture them, but they were on guard and made some excuse to slip away. I would have tied him up if it wouldn't have caused a scene. Who's legally supposed to take care of this kind of thing? The Matra or the Corps of 30? If Sino were here, he'd definitely get involved. Why don't we head over to the Academia and tell Amatra? Thanks a million, you two. Not at all. It was coincidence on our part as well. Yeah, don't sweat it. The Eremite's reputation is gonna get even worse if these scumbags succeed. But this is Sumeru City. Candace and I don't have as much freedom to act here, so we're leaving this in your hands. Should you require our aid, come find us at the cafe. Paimon's noticed that something's bugging you. Is it the extravaganza? 'Cause Paimon's starting to think that there's more than meets the eye here, too. But thinking like this isn't doing anything. Let's just go find Amatra. Das ist auch so richtig geil. Bedrückt dich irgendwas? Ach, sprechen wir nicht hier drüber, gehen wir woanders hin. Oder wir sollten nicht zu viel nachdenken, das war's. Take it easy. Ach, sind die drüben beim Ding? Ja. War der in dem Haus? Nee. Sind die oben in der Akademie? Scheinbar. Hey, isn't that the Matra we investigated Siraj with? Hello, both. It's been a while. Do you have any issues to report? Bitte Araf, was der und Kenneth gesagt haben. Someone's planning to kidnap Sachin. Goodness. Though I suppose it's not all that surprising. The growing popularity of the extravaganza has given him quite the reputation boost as its sponsor. He's seen as one of these super rich types. Well, since he's got a target on his back now, shouldn't you send some people to protect him? To tell you the truth, we've thought about doing just that. However, Sachin apparently prefers to spend most of his time out doing field work, and hardly ever comes back to Sumeru City. No one has been able to contact him. Our only lead is something he once said. Each time the Inter-Darshan Championship is held, I will be watching from close by to choose a suitable person to inherit my estate. Assuming he remains committed to that promise, then he must be right here in the city somewhere. I suspect that the Eremites in question must have heard about that as well, and decided to come here and try their luck. So they shouldn't know where Sachin is either, right? I would assume not. Anyway, Mahamatra Saino is still on vacation, so I'll handle this. Don't you worry. A couple of kidnappers aren't gonna get very far in Sumeru City these days. I have my ways of forcing them out into the open. All of that said, if you're interested in Sachin's story, why don't you try tracking him down as well? The sooner we ascertain his whereabouts, the quicker we can act to ensure his safety. I mean, you could task all the Matra and the whole Corps of 30 with someone's protection, but if the client doesn't show themselves, there's nothing we can do to help them. Fair point. Guess we should start searching for him too, but where should we start? Haben die Matra denn Materialien über Sachin? None, I'm afraid. He's never committed any crimes or broken academic protocol, so we don't have a very detailed file on him. I've heard that Alhaitham has now stepped down from his post as acting Grand Sage and is back to being the scribe again. Maybe it's worth checking to see if he knows anything. Good idea!
extravaganza venue and see if we can find him. Und weiter geht's. Die hätten das auch einfach hier machen können. Ah, super, ich sehe schon, die Nilo ist da, während der Hatham weg ist. Everyone hold hands. Oh, Nilo denkt auch nicht. Hey, Nilu, have you seen Alhaitham anywhere? Alhaitham? Why, what is it? We're trying to track down someone and we need him to pull up some records for us. Oh, I see. Sorry, I don't know where he went. He's always the first to leave after the competition ends, and he never tells anyone where he'll be going. Huh. Yeah, actually, that sounds about right for him. Let me think. To be honest, he doesn't seem very interested in the extravaganza, so he probably doesn't stick around longer than he has to. To him, being a commentator is just extra work he was roped into. Do you guys know of any places he'd go after work? Nach Hause. Ooh, maybe. Paimon remembers that his house isn't that far from here, so we might as well check it out. Ah. Da oben gleich? Ist auf der Ebene? Ja, da hinten gleich. Ah, doch eins weiter oben da. Alala Haitham. Let's try knocking. An die Tür klopfen. No answer? Maybe no one's home. Nochmal. Hello? Alhaitham? Are you in? We need your help with something. Oh, it's you two? Kave? Oh, Kaveh, you're home. Come on in, I'll get the door for you. We didn't hear a peep when we first knocked. We thought no one was home. Well, I can't be too careful. If someone from the academia came here looking for Alhaitham, and I opened the door for them without thinking, before long the whole city would know that I'm living here. You're pretty conscientious about this, huh? So, what happens if someone comes inside looking for him while you're at home? No. It's fine, as long as I stay in my own room. Anyway, why would someone just barge in here looking for him? Most people have better things to do. Fair enough. So do you know where he is at the moment? What do you think? Who knows what he does in his free time? All that matters to me is that he's out of the house. Gab es Streit? I wouldn't call it that. He's just incapable of saying anything pleasant at all. I told him how the second round went. I won the lot draw, remember? Because of good karma, of course. My luck's on the rise. But him, being him... Oh, you wouldn't believe what he said after I was done talking! You're always quick to remind me that you're my upperclassman, and yet you do not problem solve in the manner becoming of an upperclassman. This begs the question of why we attach prestige to seniority at all. What does he mean, manner becoming of an upperclassman? What, am I supposed to earn the title of upperclassman now? And he didn't stop there. He said I'd encourage you to reflect on why you've ended up having to rely on luck every round. Frankly, it's incomprehensible to me how you've managed to make it to this age without acknowledging the proverbial elephant in the room of your life. Yeah, that does sound like something Alhaitham would say. I've had it with him. Every time I talk to him, it's the same way. He finds a way to infuriate me every single time. Anyway, the disdain is very much mutual between us, so I'll be moving out as soon as possible. I'm actually packing my things right now. He'll have to get used to doing his own cleaning and tidying from now on. See those perfectly hung paintings on the walls? They're coming with me too.
If his life wasn't utterly devoid of artistic sensibility already, it certainly will be after today. Wait, you're moving out already? But the competition isn't even over yet. How can you afford it? Well, obviously I can't just yet. I'm just packing early to get ahead of the game. I've got my new place picked out already. The moment I have my hands on the prize money, I'm going to buy it and move my things right in. It'll take me 3 days tops to move out of here for good. I now know what I have to do to achieve this goal. No matter what happens in the third round, I will win. I will emerge triumphant. You'll see. Well, we'll be rooting for you. But are you sure you'll be alright? In what way? Layla said that she thinks you'll get caught up in internal conflict. Meaning what exactly? Oh, don't tell me you think I have serious personality flaws too. Terna. Oh, we didn't say that. But think about it. You say you want to win, but you also turned Faruzan down when she offered to give you her points. Plus, you took it upon yourself to help those desert foxes. Wait, what's so unusual about all that? I gave you my reasons. I would have felt guilty otherwise. Where's the conflict in that? Warum würdest du dich denn schuldig fühlen? Well, when you put it like that, yes, why indeed? It's a good question. I guess it's just in my nature. Plus, if I just did nothing, then there'd be no escaping the blame if something bad came of it later down the line. But thinking like that all the time must make your life so exhausting. Not to mention that by helping out, you put yourself at risk. Fainting in the middle of the desert, for example. Was that really worth it? It's complicated. Look, let's maybe leave this conversation for another time. What was it you needed Alhatham's help with, anyway? Wir möchten ihn bitten, in Sachins Akte zu schauen. Sachin. Huh. He did actually mention a Sachin recently. I remember he brought a few documents home that day. He was thinking out loud as he looked through them, making some notes and doodling as he went. He even suggested that I should take a look, but I didn't. Give me a moment. Let me go find them. Ah, this is the one. Here, take it. Jo. You sure he'd be okay with this? Huh, with taking liberties? He's certainly okay with helping himself to my beer whenever he pleases. And anyway, he did ask me if I wanted to read his notes. I didn't see the point at the time, so he just left them on the side. He doesn't leave documents lying around unless he's okay with other people reading them. It's fine, I promise. Cool, if you say so. Okay, let's see what he's got on Sachin. Lies die Unterlagen auf dem Tisch. Was für Tisch? Das da? Weil das ist ein ganzes Buch, Mann. Ach du Scheiße. Sachin kommt aus einer wohlhabenden Familie. Sein Vater Rajput war ein prominenter Geschäftsmann in Sumero, der viele Besitztümer besaß. Als er 9 Jahre alt war, trat Sachin in das Vahumana-Institut ein, zeichnete sich in seiner Studie aus. Als er 15 Jahre alt war, absolvierte er das Klassenbester und wurde von den Weisen gelobt. 16 Jahre alt war, begann Sachin eine kleine Expedition und seinem Studium der örtlichen Kulturen und Bräuche. Seine Spuren sind überall in den Regenwäldern und Wüsten von Sumero zu finden. Als Sachin 23 Jahre alt war, starb sein Vater Rajput. Sachin kehrte in die Stadt Sumero zurück, erbte das Vermögen seines Vaters und verbrachte dort 2 Jahre. 25 Jahre alt war, begab sich Sachin erneut in die Wüste, um Feldforschung zu betreiben. Aus den überlieferten Aufzeichnungen geht hervor, mit der Karawane reiste und eine Zeit lang im Aru-Dorf lebte. Als er 32 Jahre alt war, kehrte Sachin in die Stadt zurück. Er sah erschöpft aus und befand sich in einem sehr schlechten Geisteszustand. Von außen wurde viel über ihn spekuliert, aber Sachin schloss sich in seinem Zimmer ein und reagierte nicht darauf. 33 Jahre alt war, übertrug Sachin die Verwaltung seines gesamten Vermögens auf die Akademie und versprach, alle Einnahmen der Akademie zu spenden. Er schloss einmal einen Vertrag über die Verwendung des Erlöses und des Eigentumsverhältnisses ab. Folgende sind einige Zitate für Sachin bei der Vertragsunterzeichnung aufgeführt. Mindestens 30% der Einnahmen aus dem gesamten Geschäft werden für die Finanzierung von Preisen für das
Interinstitutsmeisterschaft verwenden, um junge Genies zur aktiven Teilnahme in den Wettbewerb zu ermutigen. Ich werde euch all meine Sammlungen spenden, die berühmteste die Krone des Wissens als Ehrabzeichen dienen wird. Sie darf nur der Gewinner der Meisterschaft tragen. Darüber hinaus erhält die Akademie nur das Recht, der gesamten Vermögen zu behalten und zu verwalten. Das Vermögen gehört weder der Akademie noch mir. Jedes Jahr, wenn die Interinstitutionsmeisterschaften stattfinden, werde ich alle Kandidaten aus nächster Nähe beobachten. Wenn ich von einem bestimmten Kandidaten beeindruckt bin, werde ich mich zu erkennen geben. Ich werde mein gesamtes Vermögen der von mir anerkannten Person schenken. Er hat das Recht, alle Vermögenswerte unter meinen Namen und deren Einnahmen zu verwenden. Ich hoffe, dass die Akademie alle Entscheidungen dieser Person respektiert. Nach Inkrafttreten des Vertrags kehrt Sachin in die Wüste zurück, um seinen Erforschungen fortzusetzen. Doch seitdem hat niemand von ihm gehört. Viele behaupten, ihn in der Wüste gesehen zu haben, aber nichts davon wurde bestätigt. Seitdem sind 20 Jahre vorbei. That was a lot of information. Ja, danke. My mind's getting a headache. So, to sum up, Sachin put the academia in charge of managing his estate and went off to do research, right? He even said that if he really liked one of the contestants, he wouldn't just give them a reward, but his entire estate as well. Oh, that must be worth heaps and heaps of Mora. What? Are you serious? All of Sachin's wealth, that's more than I could spend in a lifetime, surely. Heck, if I got chosen, I'd be able to pay off all my debts, then buy a new place, and still have cash to burn. I could build another Palace of Alcazar's array, except this time, I'd make it 10 times bigger. Oh, then there's that new project in Port Ormos, of course. The bridge renovation. To do it properly would take upwards of... Hey, snap out of it! You're getting way ahead of yourself there, mister. You're right. First, I need to focus on winning and moving out of this place. Huh? Wait a moment. There's a loose slip of paper tucked in between these pages. Did Alhaitham write this? It looks like he was jotting ideas down as he was thinking things over. Let's see. Two phrases have been circled. Sachin, dead or alive, unknown. And diadem of knowledge. Some of this stuff is just plain incomprehensible. Is this written in some other language? Let me see. Huh. I recognize this script. Give me a second. Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps little decisions can. That's a rough translation anyway. I can't guarantee it's 100% accurate. There's another smaller line of text underneath. Why would he bring that up? Wow. It's so cool that you can actually read this script. We worked together on a project once when we were students. The title was Decoding the Runes and Architectural Philosophy of the Ruins of King Deshret's Civilization. I had to familiarize myself a little with this script at the time. Oh, interesting. So, any idea what Alhaitham meant by all this? Who knows? The way his mind works is one of the great mysteries of the world. Fair enough. Well, guess we've learned all we can here. Ich hoffe, Araf hat Fortschritte gemacht. Yeah, he better catch those crooks. But until then, let's just head out for a stroll. Warte, das war jetzt erst das Ende? Oh. Did you leave these notes there on purpose? Or was this sheer coincidence? No. But if it wasn't a coincidence, then... Oh, jetzt kann ich da nicht rein. Schweinerei. Ah, da war das. Wo soll denn das Bild eigentlich sein? Na, achso, ja, ich soll bis... Warte mal, erst... Ne, wobei, ich kann auch einfach das hier machen. Ich lasse es kurz ablaufen und mache kurz eine Pause. So, dann machen wir weiter. Paimon just heard that the Matra have arrested some Eremites who snuck into the city. Maybe they were the ones plotting to kidnap Sachin.
Let's go to the... Ah, scheiße. Paimon, mach nicht solche langen Pausen, red einfach weiter. Das nervt mich immer wieder. Die sagen immer was. Oh Mann, das ist echt cool, dass das passiert ist. Also schau mir schnell hin. Das ist aber so, diese 2-3 Sekunden Pause, was immer dazwischen sind, oder 5. Was ist da? Also. Du stehst auch immer an derselben Stelle, hast du keine Aufgaben oder so? Ah, you're here. Sorry, I was just about to send someone to inform you. I only just finished interrogating the suspects. What did you find out? Well, lots of unexpected details, let's put it that way. The mercs themselves were surprisingly easy to catch. We just had someone dress up as Sachin and they took the bait. But then it starts to get messy. During the interrogation, we learned that they were hired by Sachin's own child. Was? What? Why would someone want to kidnap their own father? What's up with that? Damit er die Kohle kriegt. It's anybody's guess at this point. In any event, apparently the guys we caught are just the tip of the iceberg. Most of them are still snooping around outside the city. We're diverting manpower as we speak to try and round them all up. Would you like to come along? Sure. Let's go get to the bottom of all this. Kriegen wir dann überhaupt nicht die dritte Runde zu sehen? Menschen kommen und gehen. Ja, sie kommen, dann bin ich mit ihnen fertig und dann gehen sie. Also ich glaube ja, dass Sachin selber ist in der verdammten Krone. Deswegen auch dieses, sobald einer ihm gefällt, würde er ihm das ganze Vermögen vermachen. Und warum? Weil durch diese Krone wird er wahrscheinlich Sachin Are you sure this is the right place? Something feels off. I'm positive. But I don't understand why they're all unconscious on the ground. Außer die da. Boss, we got more company. Levi. Look, we were just doing what we were paid to do. You're punishing the wrong people here. You want the real culprit? It's this guy. He hired us to kidnap Sachin. Irgendwie ist es immer dasselbe, der Böse ist. Der hat immer dasselbe Gesicht und schaut immer leicht grimmig. What happened? Who beat you all up? Wait, you mean you aren't with them? With who? Who did this? First there was this flying brat. Didn't bother asking any questions, just started throwing punches. After that, some guy wearing green came along and interrogated us for a bit. Warte mal, der erste war doch dann der Head Guy. Aus der Luft fliegen hört sich danach an. Mann in grüner Kleidung? Der Tainari? Al-Haytham. I've got the confirmation I needed. This is the one who masterminded this whole plot. Jawani, Sachin's son. If you have any questions for him, now's your chance to ask them. When you're done, I'm arresting them all and taking them back to the Academia for further interrogation. So why did you hire people to kidnap Sachin? What do you think? 20 years ago, he upped and left to go and live a carefree life, not giving a second thought for my welfare. As if that's not bad enough already, he went and put his entire fortune in the care of the Academia, along with a contract saying that one day he'd pass it all on to a genius he admired. That's my inheritance. By rights. You expect me to sit back and watch it go to someone else? If he won't give me what's mine, I'll just have to take it from him. Warte, du meinst also. Of course. Didn't he say he would be here somewhere, watching the championship from the shadows? So, I figured I'd get some people to nab him. Then I make him change the contract. And if the Academia doesn't agree to hand over the goods, I make him publicly announce that I'm his chosen genius. Also habt ihr ihn schon gefunden? No. The old fart knows how to stay hidden. I'll give him that.
He's probably cooped up somewhere watching all this go on and laughing to himself. I already thought he'd gone mad 20 years ago. And who knows what a madman's truly capable of. Wie gut kennst du die Krone des Wissens? Diadem of Knowledge? You mean that thing he donated to the Academia? Well, I can tell you that it's very expensive. He sold a lot of assets to purchase it back in the day. Weird things started happening after he brought it home, too. For example, sometimes we'd hear a high-pitched voice coming from the storage room. Also, before donating it to the Academia, he once shut himself in that same storeroom and researched it non-stop for days. Oder war ein Geist in der Krone und hat Sachin übernommen, deswegen ist er durchgeknallt. Something was already seriously wrong with him by that point. Nothing he did shocked me. What do you mean, something wrong with him? I only have a vague memory of it, since I was very young at the time. But I have the impression that he went out into the desert for research and didn't return for many years. When he finally did return, he was a changed person. He would mumble incomprehensibly and write essays day and night. I asked if I could see what he'd written, but he chased me out of the room. Later, he went out somewhere and took his written essays with him. When he got back, he signed his contract with the Academia. Part of me wonders whether he'd already stopped being my father by that point. Perhaps the man we called Sachin was a demon from the desert who was wearing his skin. Okay, you can stop now. You're creeping Paimon out. You can believe me or not. Doesn't matter to me. I told you all I know. But if you do see Sachin, tell him this for me. Whatever it is that he's researching out there, he'll always be garbage in my eyes. You finished? In that case, come with us. Well, we finally caught the guy behind all this. Thanks for providing us with the critical information. Do you still have any lingering concerns? Die Krone des Wissens. Yeah, Al-Haytham's notes do mention that item. Scribe Al-Haytham looked into this matter. Understood. Well, if you believe there to be an issue with the diadem, I'd suggest contacting the organizers and getting them to pause the competitions while we investigate. That makes sense. Okay then, let's get back to the venue. We need to tell Karina what's going on. Okay. Ich finde, die sollten grundsätzlich, ich meine, klar, hier ist gleich ein Teleporter, aber die sollten trotzdem grundsätzlich einen Teleporter an die Stelle setzen, wo eine Veranstaltung ist. Ich meine, jetzt, wenn du nur einmal hingehst, eine Aufgabe annimmst und dann, keine Ahnung, 80% der Zeit irgendwo anders rumrennst, kann ich es noch nachvollziehen, dass sie da nichts hinmachen. Gehst einmal hin, nimmst dein Zeug, bist weg und bist am Schluss wieder da. Aber hier ist halt so, hin, wieder weg, wieder hin, wieder weg, wieder hin, wieder weg. Das ist halt schon öfter so gewesen. You're finally back. Where have you been? I looked everywhere for you. The third round's already started. We were out capturing some bad guys who wanted to kidnap Sachin. But that's not important right now. We think there might be something wrong with the Diadem of Knowledge, and we'd like to investigate it. The diadem? That seems unlikely. The Diadem of Knowledge has been used in every extravaganza over the last 2 decades, always without incident. Why has this come up now? Wir haben Nachforschungen angestellt. This is pretty serious. Let me think. Okay, here's the situation. The diadem is currently in Mount Ima Forest. We moved it there before the third round began. In the third round, contestants have to go into Mount Ima Forest, find the diadem, bring it back, and place it on the stand. The first person to do this gets 4 points. Considering how close the scores are between our contestants, whoever wins this round is very likely to be the winner of the whole competition. As such, I suspect competition to be very fierce. You might not make it in time. Ein Versuch kann nicht I'll schaden. mark the diadem's location for you. Please head there immediately. Let's hope nothing happens.